Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich dachte mir, ich baue einfach mal eine schöne Bahn mit den neuen Teilen. Bei den neuen Teilen rede ich vom Turntable und vom Helix. Ihr könnt es hier unten schon schön sehen und wir gucken uns jetzt einfach mal in Ruhe diese Bahn an und wollen in dem Video mal darüber reden, was für Vorteile haben denn die neuen Teile und was für Nachteile haben die ganzen. Gucken uns die mal ein bisschen genauer an. Und dann können wir auch uns überlegen, lohnt es sich, dieses Teil zu kaufen oder nicht. Und das gucken wir uns jetzt gleich einmal hier genauer an. Vorher könnt ihr hier schon ein paar Kugeln sehen, wie sie durchlaufen. Einfach um diese Funktionsfähigkeit vom Helix dort unten und dem Turntables, die beiden hier nach dem Trichter hier oben einmal sehen zu können. Und den Helix könnt ihr unten dort, wo gerade diese rote Kugel unten links am Rand festhängt und oben direkt neben diesen Schienen einmal beobachten. Und dann würde ich sagen, gehen wir einmal rüber und schauen uns doch mal die Vorteile zunächst vom Helix an. Hier könnt ihr jetzt sehen, wie ich den Helix eingebaut habe. Insgesamt habe ich 3 von seinen Eingängen benutzt. Ihr könnt aber dort von jeder einzelnen Seite in den Helix reinkommen und die Kugeln gehen unten wieder raus. Wenn man es genau nimmt, fahren sie geradeaus, wenn sie oben reingehen und dann unten geradeaus weiterfahren. Der Vorteil von dem Helix, habe ich hier aufgeschrieben, ist, dass die Kugeln eine hohe Geschwindigkeit mitnehmen, wenn sie dort durchfahren. Er ist natürlich sehr zuverlässig, weil diese Kugeln sich so gut wie nie in die Quere kommen. Und was ich noch toll finde, ist, er ist flexibel einsetzbar, habe ich gerade eben schon mal erwähnt. Man kann von 6 Eingängen in den Helix reingehen und es ist überhaupt kein Problem. Der einzige Nachteil, der aber nicht wirklich ein Nachteil ist, ist, dass es natürlich wenig Variationen gibt, den einzusetzen. Also so wie ihr es jetzt hier sehen könnt, kann man ihn einsetzen, aber man muss einfach schauen, so reicht mir das, die Kugel geht im Prinzip nach unten. Es ist wie die andere Erweiterung mit der Spirale, nur eben eine andere Form davon, die jetzt nicht nach oben oder nach unten von der Länge her erweiterbar ist. Aber so einen richtigen Nachteil sehe ich insgesamt bei dem Teil nicht, deswegen auf jeden Fall hier eine Kaufempfehlung. Ich schätze auch mal, dass sich beide Teile so ungefähr bei 10 € wie auch die anderen neuen Teile damals einpegeln werden und dann kann man sich das auf jeden Fall einmal kaufen. Jetzt kommen wir zum Turntable. Den habe ich hier zweimal einbauen können nach dem Trichter und ihr könnt hier schon sehen, wenn die Kugeln durchgehen, gibt es 2 verschiedene Szenarien, was passieren kann. Entweder die Kugel fährt geradeaus drüber durch oder sie fällt in dieses Loch hinein, was man hier sehr schön sehen kann. Und wenn das passiert, dann dreht sich der ganze Turntable, deswegen ja auch der Name, einmal in die linke Richtung und richtet sich dadurch neu aus. Dadurch gibt es tolle Möglichkeiten, um die Kugel einzusetzen. Wenn die Kugel unten durch das Loch durchfällt, dann ist das wie eine enge Rechtskurve, nur dass die Kugel eben nach unten fällt. Sie nimmt da insgesamt nicht so viel Schwung mit, wie es gerade eben beim Helix war, aber trotzdem ein bisschen Schwung ist dennoch zu sehen. Die Vorteile von dem Turntable ist für mich, dass es eine neue Mechanik ist. Also es macht super viel Spaß, das anzugucken. Und ich finde es sehr unterhaltsam und es ist natürlich auch sehr vielseitig, weil die Einsatzmöglichkeiten dort wirklich bei der Kreativität da keine Grenzen gesetzt sind. Ich bin auch sehr gespannt auf eure Videos, was für Ideen ihr dann kommt, um den Turntable einzusetzen. Er ist jetzt nicht wirklich dafür gedacht, um dort irgendwie Schwung aufzunehmen, sondern wirklich um die Kugeln in alle möglichen Richtungen zu lenken. Und deswegen auch einer der wenigen Nachteile ist, dass man darauf achten muss, dass immer mindestens 2 Eingänge besetzt sind, weil ansonsten fährt die Kugel dort genau 3-mal durch und dann geht es nur noch geradeaus. Also man muss darauf achten, immer mindestens 2 Eingänge von den 6 zu besetzen, damit sich das auch immer weiter dreht. Und unten muss man eben darauf achten, dass die Ausgänge entsprechend dann auch belegt sind. Ein Nachteil, der mir während den Aufnahmen sehr häufig passiert ist, dass der Turntable gerne mal blockiert, wenn mehrere Kugeln direkt hintereinander dort reinfahren. Wenn das passiert, dann muss man häufig mit der Hand ein bisschen nachbessern oder man hat Glück und durch die, in meinem Fall, Vibration von dem Lift, den ich parallel noch aufgebaut habe, dreht sich der Turntable vielleicht von alleine und die Kugel rutscht vielleicht auch einfach durch das Eigengewicht selber nach unten und er richtet sich wieder neu aus,
Sollten aber unmittelbar danach neue Kugeln kommen, dann blockieren die und darauf muss man einfach achten, dass man vielleicht, wenn man mehrere Kugeln die Bahn runterfahren lässt, so wie es in meinem Video der Fall ist, dass man an der Stelle vielleicht eine Weiche vorher einbaut, um sicherzustellen, dass dort nicht zu viele Kugeln gleichzeitig durchgehen. Und wenn man das beachtet, dann ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr tolles neues Teil, das Ravensburger dort rausgebracht hat. Sehr unterhaltsam, da bin ich wirklich gespannt, was da die Community Neues zusammenbaut und wie die neuen Bahnen damit aussehen werden. Also auch hier ganz klar eine Kaufempfehlung, sehr unterhaltsames Teil, kann man nur weiterempfehlen. Die aufmerksamen Zuschauer unter euch werden bemerkt haben, dass ich unten den Vortower von Kugelbahn eingebaut habe bei dem Helix. Wenn euch der interessiert, dann habe ich den unten verlinkt, da könnt ihr den bei kugelbahn.de im Shop kaufen. Genauso wie oben seht ihr jetzt gerade die silberne Kugel da im Trichter. Die sind von Karl-Heinz Rembeck, wenn ihr dort Interesse habt, ebenfalls der Link in der Beschreibung. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, kennt ihr das Spiel, aktiviert noch die Glocke und dann verpasst ihr kein Video mehr, wenn ich was Neues hochlade. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, tschö mit Ö, macht's gut, ciao!